Mit ihrem dritten Baby holt Herzogin Kate die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zurück. In den Wochen davor steht doch sehr die Traumhochzeit von Harry und Meghan im Fokus. Kate, die Herzogin von Cambridge, und Meghan ab dem 19. Mai die Herzogin von Sussex. Beide sind gleich alt und in einen Prinzen verliebt. Das sind allerdings die einzigen Gemeinsamkeiten. Die eine ist die moderne Frau, die andere die traditionelle. Meghan Markle ist Amerikanerin und in Los Angeles, Kalifornien, im August 1981 geboren. Sie studierte Theaterwissenschaft an der Northwestern University und machte als Schauspielerin Karriere. Sie setzt sich für die Wohltätigkeitsorganisationen wie One Young World ein. Meghan hat royale Vorfahren, unter anderem Reverend William Skipper, der einer der direkten Nachkommen von Edward III. Von England ist. Catherine Elizabeth Middleton ist Engländerin und im Jänner 1982 in Reading, Berkshire geboren. Sie studierte Kunstgeschichte an der Universität von St. Andrews. Sie arbeitete als Assistenzeinkäuferin im Bereich Accessoires und später dann im Unternehmen ihrer Eltern. Dort führt sie auch eine neue Produktlinie ein. Sie interessiert sich für Reisen, Fotografie und Kunst. Sie ist sehr sportlich und spielt während ihres Studiums sogar Hockey. Sie stammt von Sir Thomas Fairfax und Agnes Gascoigne ab. Meghan spricht vor allem die junge Generation an. Kate hingegen ist eine Vorzeigemutter und Vorzeige-Ehefrau. Und genau dadurch stiehlt Kate Meghan momentan die Show. Die royale Perfektion weiß genau, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und die Gunst der Menschen für sich zu gewinnen. Sie beweist bei der dritten Geburt, wie organisiert sie ist. Mit ihrem perfekten Styling wird sie von allen Seiten bewundert und die Fans sind begeistert. Und sogar die Babypfunde scheinen jetzt schon wieder weg zu sein. Durch Kates perfekt gestylten Auftritt nur ein paar Stunden nach der Geburt gerät Meghan nun vermehrt in den Hintergrund. Da hat sie nun Aufholbedarf. Wenn sie und Harry sich am 19. Mai in der St. George's Cathedral das Ja-Wort geben, sollten alle Augen auf die beiden gerichtet sein. Allerdings wird wohl Kate bei der Hochzeit alle Blicke auf sich ziehen. Ist es doch der erste öffentliche Auftritt nach der Geburt. Und alle 3 Kinder werden auch dabei sein. Die Herzogin von Cambridge könnte dann auch an diesem Tag Meghan die Show stehlen, wie auch damals bei der Hochzeit ihrer Schwester Pippa Middleton. Der Kampf um die Herzen der Briten ist noch lange nicht entschieden.